Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, heute stelle ich euch mal wieder ein Apartment vor, welches ich mir gebucht habe, als ich in der Nähe von Białowieża war. Aber das Besondere hier ist, dass das Apartment, welches wir uns gebucht haben, in einer Enklave ist. Genau, ihr habt richtig gehört, in einer Enklave. Und ich versuche jetzt auch noch mal ganz leicht in ein paar Worten zu erklären, was eine Enklave ist. Eine Enklave ist im Prinzip ein Gebiet eingeschlossen in einem anderen Gebiet. Um vielleicht auch mal ein paar Beispiele zu nennen, ist zum Beispiel Monaco ist eine Enklave, der Vatikanstadt ist eine Enklave und selbst es gibt auch deutsche Enklaven, wie zum Beispiel, ich glaube, das heißt Bünsing. Das ist eine Stadt mitten in der Schweiz drinne und das ist auch ein Beispiel für eine Enklave. Und ja, ich würde einfach mal sagen, ich zeige euch hier die ganze Enklave. Später gehen wir auch noch mal ins Apartment. Und ja, dann könnt ihr das mal alles selber begutachten und mal eure Meinung zu diesem ganzen Thema geben. Den Link zum Apartment packe ich euch natürlich auch selbstverständlich später in der Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr euch das selber auch noch mal alles anschauen. Aber ich würde sagen, wir starten los. So. So, das ist hier im Prinzip der Eingang, so wie ich hier schon gezeigt habe. Das ist hier die Enklave. Man kommt hier im Prinzip hoppala, von hier vorne rein. Und das Tor, das wird auch immer ab 22 Uhr geschlossen, dass man hier nur noch mit einer Fernbedienung reinkommt. Und genau, dann haben wir hier zur rechten Seite hier ganz viele Parkplätze. Und ja, wir gehen einfach mal weiter. Hier sehen wir zum Beispiel auch ein Schwimmbad, welches man gegen Gebühr nutzen kann. Wir gehen auch mal ein bisschen rum, um das alles hier vielleicht noch mal ein bisschen genauer zu zeigen. Also genau, das ist hier der Eingang zum Schwimmbad. Hier kommt man entweder mit einem Bändchen rein oder muss hier einen Code eingeben, dass man dann hier durch kann. Und ja, dann ist man im Prinzip im Schwimmbad. Ich habe auch gelesen, es handelt sich hier um ein Bio-Schwimmbad. Was damit gemeint ist, kann ich euch jetzt nicht ganz genau erklären. Ich werde es aber in Erfahrung bringen und eventuell unten noch mal in den Kommentaren reinschreiben. Und hier zur rechten Seite haben wir auch eine Cafeteria, beziehungsweise es soll wohl hier auch eine Sportsbar sein, so wie ich gelesen habe. Und genau, das ist hier auch die Rezeption, wo man sich hier auch anmelden kann für gewisse Sachen. Auch zum Beispiel, wenn man den Eintritt fürs Schwimmbad haben möchte oder wenn man auch durch die Rezeption durchgeht. Da haben wir hier auch für Kinder sowas wie so ein Kletterpark. Das ist aber alles nur gegen Gebühr nutzbar. Aber da muss man dazu hier reingehen in die Rezeption und sich dann halt ja, den Eintritt kaufen bzw. die Tickets dafür kaufen. Und wie auch schon gerade gezeigt, haben wir hier mittendrin einfach so kleine Spazierwege, wo man ja, im Prinzip einfach ganz normal spazieren gehen kann. Man muss auch sagen, hier ist sehr, sehr, sehr wenig los. Hier hat man sehr, sehr wenig Besucher. Und ja, im Prinzip fühlt man sich hier fast ganz allein in diesem ganzen Gebiet hier. Wie man das jetzt hier auch sieht, schaut mal, wie schön das hier alles ist. Mit ja, sowas auch wie so ein Garten. Hier haben wir verschiedene Pflanzen, die hier sind. Bänke, wo man sich dann auch hinsetzen kann. Hier haben wir dann auch Lampen, die abends natürlich dann auch beleuchtet sind. Gehen wir mal hier ein bisschen durchspazieren. Hier, ich versuche mal hier drauf zu gehen, und hier haben wir auch kleine Rasenmäherroboter, die hier den Rasen ab und an mähen, alles automatisch natürlich. Und hier auch schon zur linken Seite, hier haben wir auch schon die ganzen Apartments, die man sich buchen kann. Das ist hier die ganze Seite. Da hinten haben wir auch noch welche und auf dieser Seite haben wir hier auch noch ein paar Apartments. Aber ich zeige euch noch etwas ganz Spannendes.
auch etwas, was man sieht. Hier sind Schilder, wo man dann weiß, ja, wo es hingeht. Zur Rezeption, Schwimmbad, Spielplatz, Parkplatz, Kletterpark und so weiter. Und schaut an, hier gibt es sogar eine eigene, ich weiß nicht, kann man das Kirche nennen oder vielleicht eine kleine Kapelle, die hier immer samstags geöffnet ist. Hier wird dann immer eine kleine Samstagsmesse gehalten, wo man dann ja, beten kann oder mit Gott sich unterhalten kann. Ne? Also das ist hier, ist aber nur immer samstags geöffnet. Auch sehr interessant. So, jetzt gehen wir ins Apartment rein. Wir hatten ein Apartment im Block 47a und ja, schauen wir mal, wie es von drinnen aussieht. Auch das ganze Apartment oder das ganze Gebäude ist sehr modern ausgestattet. Was wir hier auch sehen, vor jeder Eingangstür hat man hier so, ja, so ein bisschen so ein Spiegel mit Rasen aufgezeichnet. Das sieht hier sehr schön aus. Hat hier jedes Apartment. Auf jeden Fall klasse. Wir in unserem Fall hatten jetzt Apartment Nummer 13 und ja, wir gehen einfach mal rein. So. Jetzt sind wir im Apartment drin. Ich mache mal das Licht an. Das ist natürlich hier auch so eine Sache. Wir sind mitten im Wald und natürlich, selbst wenn es draußen hell ist, aber ja, das Licht aus ist, ist es sehr dunkel in der Wohnung. Also man ist schon gezwungen, hier das Licht anzumachen, wenn man hier ein bisschen Helligkeit haben will. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal das Apartment. So, also hier kommen wir, wie wir gerade gesehen haben, rein ins Apartment und ich würde sagen, wir fangen einfach mal Schritt für Schritt an. Wir gehen einfach mal zuerst vielleicht ins Badezimmer. Das ist hier sofort hier die Tür zur rechten Seite. Machen wir auch mal das Licht an. Man muss sagen, das Badezimmer ist eigentlich auch schon groß. Ja, tut mir leid jetzt hier für die Unordnung, für die Handtücher, aber wir haben ja auch schon ein bisschen was genutzt und ja, vielleicht deswegen liegen hier ein paar Handtücher rum. Ja, man muss aber sagen, das ist ein wirklich großes Badezimmer, wirklich mit allem ausgestattet, was man braucht. Hier haben wir eine Dusche, ja, auch mit einer Regendusche. Ist auch sehr, sehr groß, sehr viel Platz haben wir hier auf jeden Fall. Also das reicht locker für 2, 3 Personen. Hier haben wir dann auch nochmal extra Lichtschalter. Um zum Beispiel jetzt hier nur diese Lichter anzumachen, dann könnte man theoretisch das große Licht ausmachen. Ist auch ein sehr, sehr, sehr schöner Effekt. Sieht auch alles sehr schön aus. Hier haben wir auch natürlich Schränke, die man nutzen kann. Genauso wie hier haben wir auch Schränke, die man nutzen kann. Hier haben wir auch eine kleine Heizung. Die hat jetzt nicht funktioniert, obwohl die auf Strom ist. Ich weiß nicht, ob die vielleicht defekt ist. War jetzt nicht sehr schlimm. Das Wetter war draußen gut, um auch draußen zum Beispiel die Handtücher zu trocknen. Aber auf jeden Fall gibt es hier auch eine kleine Heizung. Genau. Das ist hier auf jeden Fall dann das Badezimmer. Machen wir mal wieder das Licht aus. Und dann gehen wir mal weiter. Also wie gesagt, das war jetzt hier die Eingangstür und hier haben wir dann eine Küche beziehungsweise eine Kochecke. Die ist hier auch mit allem ausgestattet. Hier haben wir zum Beispiel eine Kaffeemaschine, einen Wasserkocher, Ceran-Kochfeld, einen Backofen, den wir jetzt selber zum Beispiel nicht genutzt haben, aber der ist auf jeden Fall da. Kühlschrank haben wir hier. Wir haben ja auch eine Spülmaschine, Töpfe, auch alles hier super ausgestattet, alles in mehrfacher Variante. Also es fehlt hier wirklich an gar nichts. Auch Besteck, Geschirrteller, ist wirklich eine ganz tolle Küche. Hier haben wir natürlich auch die Lichtschalter dazu. Oh, genau, machen wir mal hier an, um das hier auch mal zu zeigen. Hier haben wir Lichtschalter. Ist auch sehr schön und meiner Meinung nach auch sehr elegant. Und dann haben wir hier auch sofort einen runden Esstisch, auch sehr schön. Ich finde überhaupt den ganzen Stil hier sehr schön. Das ist alles so dieses Holzstil, wie wir hier sehen. Hier die Platte hat diese Farbe. Hier die Arbeitsplatte. Wenn wir auch mal weiter schauen, hier schon gleich, wo wir gleich hinkommen zum Wohnzimmertisch, haben wir hier auch ein Stück Holz. Aber das ist hier auf jeden Fall der Essbereich. Dann haben wir hier ein Sessel und ich kann euch wirklich sagen,
der Sessel, oh, der ist verdammt bequem, ohne Scheiß. Also das ist ein richtig geiler, bequemer Sessel. Ich habe hier wirklich gerne gesessen und ja, auf jeden Fall sehr toll. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Sehr schöner Sessel. Hier haben wir dann auch eine Couch, beziehungsweise hier sind wir auch schon im ganzen Wohnbereich. Hier haben wir den kleinen Tisch, den ich gerade erzählt habe, auch in so Holzdeko, Walddeko. Wir sind ja auch im Prinzip mitten im Wald. Dann haben wir hier auch noch ein bisschen Dekoration. Auch einen Fernseher haben wir, wo auch sowas wie Netflix und alles mit dabei ist. Die Vermieterin hat hier auch ein paar Bücher zur Verfügung gestellt und Gesellschaftsspiele. Genau. Und was hier auch noch war, ist ein Tablet. Die Vermieterin hat hier ein Tablet zur Verfügung gestellt. Wir selber haben das jetzt nicht genutzt, da wir selber hier mit Laptops und Tablets sind. Aber wenn jemand etwas nicht hat, hier hat man auch super Internet, das muss man auch sagen. Also 1A, wirklich ganz, ganz, ganz toll. Licht haben wir hier natürlich auch. Ja, machen wir das mal an. Funktioniert nicht. Ah doch, da. Hier haben wir auch noch den Lichtschalter. Dann haben wir es hier auch sehr hell in der Wohnung. Machen wir mal wieder aus. Und ja, hier kommen wir jetzt ins Schlafzimmer. Ja, machen wir hier auch mal das Licht an. Hoppala, genau, sehr schönes Schlafzimmer. Haben wir auch ein Bett, das ist eigentlich auch groß. Ich weiß jetzt nicht, wie groß, 2 mal 1,80 vielleicht. Ja, hier haben wir auch einen kleinen Nachttisch und auf jeder Seite haben wir hier auch ein kleines Lämpchen dann für abends. Auch Steckdosen sind hier, um mir vielleicht das Telefon zu laden oder den Laptop eventuell. Auch haben wir hier Schränke, die man nutzen kann, natürlich um seine Sachen zu verstauen. Auch eigentlich ausreichend Platz hier. Und ja, machen wir mal hier das Licht aus. Dann haben wir hier noch, Moment, hoppala. Ach, geht jetzt nicht. Okay, geht jetzt nicht an, alles klar. Okay, nicht weiter schlimm. Genau, und das ist hier das Schlafzimmer. Und jetzt gehen wir gleich auf die Terrasse und man kann zur Terrasse gehen von 2 Seiten. Einmal hier vom Schlafzimmer aus und einmal hier vom Wohnzimmer aus. Ich lasse jetzt hier extra mal das Licht an, damit wir das auch mal gleich von der anderen Seite betrachten können. Hier gehen wir raus. Und schaut euch das an. Das ist hier die Terrasse. Ist wirklich genial. Man kann hier wirklich in den Wald hineinschauen. Also ich weiß nicht, das sind hier vielleicht 10 Meter oder was bis zur Waldgrenze. Und schaut euch das an. Das ist echt ein ganz, 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 ganz toller Ausblick. Wirklich ganz schön. Also wer hier seine Ruhe haben möchte, ist hier wirklich an der richtigen Adresse. Man muss sagen, die Terrasse, die ist hier auch verdammt riesig, wie wir das hier sehen. Ich würde die jetzt mal auf, ich weiß nicht, circa 15 Quadratmeter schätzen, ungefähr. Und genau, und hier haben wir dann auch schon das Schlafzimmer. Was ich hier auch ganz toll finde, muss man auch sagen, weil wir sind im Wald und hier können auch sehr viele Mücken sein. Hier hat man ganz, ganz gute Moskitonetze. Das heißt, wir können hier die Balkontür auflassen, ja, und das hier zumachen am Abend, wenn es warm ist. Und dann können wir schön die Wohnung lüften und man hat kühle, schöne Waldluft und die Moskitos kommen nicht in die Wohnung rein. Also das finde ich ist auch sehr, sehr, sehr toll. Was ich auch sehr oft gemacht habe, hoppala, ich habe mich einfach nur hier hingesetzt, hoppala, hier hingesetzt auf den Stuhl und dann konnte ich sehr schön hinausschauen. Man sieht auch die Scheiben, die sind ganz klar und sauber. Also das ist hier wirklich ein 1A-Ausblick. Mir persönlich hat es sehr gefallen. Das war wirklich genial. Ja, so, das war jetzt hier das ganze Apartment. Hoppla, ich gehe mal ganz kurz noch mal rein. So, das war jetzt hier auf jeden Fall das ganze Apartment. Ich von meiner Seite kann sagen, das ist wirklich ein sehr, 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 sehr schönes Apartment. Preis-Leistung passt hier auf jeden Fall. Moment, ich mache hier mal ganz kurz das Licht aus. Preis-Leistung passt hier auf jeden Fall zusammen. Wir waren jetzt hier 5 Tage. Wir haben für die 5 Tage, ich glaube, keine ganzen 2000 Zloty bezahlt. Ich weiß das jetzt nicht ganz genau. Ich glaube 1900. Und ja, für wen ist dieses Apartment? Also ich würde sagen, für Leute, die auf jeden Fall ihre Ruhe haben wollen. Wie wir hier gerade gesehen haben, wir sind hier mitten in einer Enklave und man hat hier auch kaum Leute. Man muss auch sagen, es ist jetzt gerade Nebensaison. Ich weiß nicht, wie das in der Saison ist, aber ich hatte hier manchmal wirklich das Gefühl, ganz allein in diesem ganzen Gebiet zu sein, weil man hat hier wirklich kaum Leute gesehen. Ich meine, auch auf den Aufnahmen hat man gerade gesehen, dass wirklich kaum Leute da waren.
Und wer wirklich seine Ruhe haben will, entspannen will, vielleicht einfach nur mal durch den Wald spazieren gehen möchte, der ist hier wirklich an der richtigen Adresse. Denn hier kann man wirklich seine Batterien wieder neu aufladen. Links zu den Apartments packe ich euch auf jeden Fall auch nochmal in der Videobeschreibung rein. Wer das Apartment buchen möchte, kann das gerne machen. Lasst mal der Vermieterin einen lieben Gruß von mir. Und ja, auch nochmal vorweg, zwischen mir und der Vermieterin ist irgendwie keine finanzielle Abmachung oder sonst irgendetwas. Also hier ist nichts abgesprochen. Genau, das will ich auch nochmal vorweg sagen. Und genau. Ja, das war's jetzt auch. Dann danke ich dir, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund, einen schönen Urlaub, wenn du noch im Urlaub bist. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.